Hallo und herzlich willkommen bei der Firma Stericop. Mein Name ist Emilia Watz und ich erkläre euch heute die Anwendungsbereiche und korrekte Benutzung des Wash-Sensor RDG. Der Wash-Sensor RDG ist gemäß der aktuellen Empfehlung des Robert-Koch-Instituts und der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention ein Testsystem zur Überprüfung der Reinigungswirkung in Reinigungs- und Desinfektionsgeräten, auch Thermodesinfektor genannt. Das ist der Wash-Sensor RDG. Er besteht aus einem papierfreien Indikatorplättchen mit einer roten Testanschmutzung. Diese imitiert angetrocknetes Blut auf einem Medizinprodukt, welches aufbereitet werden soll. Das Indikatorplättchen wird seitlich in die Universalhalterung eingeschoben. Dabei muss die rote Testanschmutzung im offenen Teil der Halterung sichtbar sein. In dieser Konfiguration stellt der Wash-Sensor RDG einen Flächen- und Spaltprüfkörper dar. Ihr könnt nun das zusammengefügte Testsystem in den Thermodesinfektor einhängen. Dabei ist es wichtig, dass ihr die Universalhalterung an einem Punkt im RDG befestigt, an dem die geringste Reinigungsleistung zu erwarten ist, zum Beispiel in den Ecken des Oberkorbes. Das offene Feld der Halterung mit dem Indikator muss dabei in das Innere des RDGs zeigen. Bitte achtet darauf, dass ihr das Testsystem immer bei normaler Beladung mitführt und auf die korrekte Beladung nach Herstellerangabe des RDG achtet. Nun könnt ihr das reguläre Programm für eure Aufbereitung wählen und das Gerät starten. Two hours later. Nachdem das RDG fertig gelaufen ist, könnt ihr das Testsystem entnehmen und das Indikatorplättchen aus der Universalhalterung entfernen. Jetzt könnt ihr das Reinigungsergebnis überprüfen. Hier habe ich 3 verschiedene Beispiele, wie unser Prüfkörper mit dem Indikator nach Durchlauf im RDG bei euch aussehen könnte. Beim ersten Beispiel seht ihr ein unbehandeltes oder kritisches Reinigungsergebnis. Die Testanschmutzung auf dem Indikatorplättchen ist wenig bis gar nicht abgewaschen. Bei Nummer 2 liegt ebenfalls ein unzureichendes Reinigungsergebnis vor. Die Testanschmutzung des Wash-Sensor RDG ist nur zur Hälfte entfernt. Die rote Farbe konnte nur bei der Fläche, nicht aber unter dem Spalt der Universalhalterung abgewaschen werden. Bei unserem letzten Beispiel seht ihr ein optimales Reinigungsergebnis. Dieser Prüfkörper wurde vorhin in unserer RDG-Beladung mitgeführt. Die Testanschmutzung ist im Thermodesinfektor vollständig weggewaschen worden. Nur ein restlos abgewaschener Indikator ist als positives Reinigungsergebnis zu bewerten. Falls noch Reste von roter Farbe auf dem Plättchen vorhanden sein sollten, selbst wenn diese nur in geringer Menge vorhanden sind, ist das Reinigungsergebnis negativ und die Charge als fehlerhaft zu beurteilen. Die Aufbereitung muss wiederholt werden. Falls der Fehler erneut auftritt, muss eine Fehleranalyse durchgeführt werden. Zuletzt tragt ihr das Ergebnis eures Wash-Sensor RDG in euer RDG-Tagebuch unter dem Punkt Chargenbezogene Überprüfung und Freigabe ein. Das Indikatorplättchen könnt ihr danach im gelben Sack oder der gelben Tonne entsorgen. Das Robert-Koch-Institut besagt, dass der Betreiber, also ihr als Praxis oder Krankenhaus, in regelmäßigen Zeitabständen ein Reinigungsprüfsystem mitzuführen habt. Sobald in eurer RDG-Beladung jedoch mindestens ein Kritisch-B-Instrument ist, müsst ihr in dieser Charge ein Prüfsystem mitführen. Dabei kommt es darauf an, welche Medizinprodukte in eurer Charge enthalten sind, ob ihr einen Flächen-, Spalt- oder Lumenprüfkörper verwenden müsst. Wir empfehlen euch, den Wash-Sensor RDG bei jeder Beladung einzusetzen, bis euer Thermodesinfektor über 3 bis 4 Wochen stabile Reinigungsergebnisse liefert. Danach könnt ihr den Wash-Sensor RDG erneut über 3 bis 4 Wochen bei jeder zweiten Charge mitführen. Sollten in diesem Zeitraum keine fehlerhaften Chargen auftreten, könnt ihr von einem stabilen Reinigungsprozess ausgehen. Nun könnt ihr in einen Intervall übergehen, bei dem ihr nur noch einmal pro Tag einen Prüfkörper einsetzt. Sollten jedoch fehlerhafte Chargen auftreten, empfehlen wir euch, erneut über 3 bis 4 Wochen bei jeder Charge einen Prüfkörper mitzuführen. Denkt nur daran, sobald ihr mindestens ein als kritisch B klassifiziertes Medizinprodukt aufbereitet, müsst ihr einen Prüfkörper mitführen.
Falls ihr noch Fragen zum Wash-Sensor RDG habt, könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben oder anrufen. Schaut auch gerne auf unserer Website vorbei, wenn ihr mehr zum Thema Aufbereitung wissen wollt. Bis zum nächsten Mal.